Als kleine Auffrischung zu den spezifischen Mutationsvideos, die in Kürze folgen werden, gucken wir uns nochmal genauer die Mutationen an, die es so gibt. Und diese Abbildung hatte ich schon in vergangenen Videos ein paar Mal verwendet, die ich auch sehr gut finde. Die zeigt Ihnen nochmal, was alles an genetischer Information sozusagen vorliegt. Oben vom Zellkern, wo Sie im Zellkern die Chromosomen sehen, das sind diese x-förmigen Strukturen. Und wenn man die ein bisschen genauer sich anguckt, dann sieht man, dass letzten Endes unten die DNA in ihrer typischen Struktur gegeben ist. Und Mutationen können nun überall hier auftreten und deswegen unterscheiden wir ganz klar zwischen sogenannten Large-Scale Mutations, also die größere Abschnitte betreffen, und dazu gehören zum Beispiel unsere Fusionen oder die Amplifikation. Rearrangements und Fusionen sind ja meistens synonym. Das sind also die Large-Scale Mutations. Demgegenüber bezeichnen wir Mutationen, die auf DNA, auf Basen- bzw. Nukleotidebene vorkommen, als Small-Scale Mutations. Und zu denen zählen wir vor allen Dingen die Punktmutation oder Substitution, aber auch die Insertion oder Deletion. Die fassen wir oft als Indels zusammen. Also nochmal zum Unterschied. Large-Scale Mutations sind Mutationen, die größere Genabschnitte betreffen. Small-Scale Mutations sind innerhalb eines Gens kleinere Mutationen, entweder Punktmutation oder Insertion und Deletion. Und die gucken wir uns jetzt heute nochmal ein bisschen genauer an und wiederholen dabei, was wir vom genetischen Code soweit kennen, beziehungsweise von der DNA-Struktur. Hier unten sehen Sie die Abfolge von speziellen Buchstaben und wenn Sie genau hingucken, sind das genau 4, G, T, C und A, und das sind die Basen, die wir aus der DNA kennen. Diese 4 Basen, als Merkhilfe Gattaker, bilden also die primäre Struktur eines Gens beispielsweise ab. Und dann ist wichtig zu wissen, dass jeweils 3 dieser Basen für eine Aminosäure, ich habe hier geschrieben, stehen. Ich meine damit 3 Basen kodieren für eine Aminosäure. Und hier ist der Begriff des Basentriplets sehr wichtig. Das ist auch der korrekte Begriff, der dafür verwendet wird. Man könnte ja auch argumentieren, naja, aber es sind ja nicht nur die Basen, das ist ja noch ein Zucker und ein Phosphat mit dran und dann ist es ja ein Nukleotid. In der Literatur sprechen wir schon vom Basentriplet und das habe ich Ihnen hier farblich mal versucht hervorzuheben. Und was es jetzt mit dem Stehen für bzw. Kodieren auf sich hat, dazu müssten wir mal wieder den genetischen Code bemühen. Und mit dem genetischen Code können Sie jetzt zum Beispiel sehen, hier haben wir die Struktur ATT. Das heißt, ich gehe in A, ich gehe in T, gehe in noch ein T und komme zur Aminosäure Isoleucin oder abgekürzt I. Nehmen wir das andere auch noch beispielsweise und exemplarisch AGC. Geht wieder genauso. AGC. Ich lande beim Serin, was mit einem S abgekürzt wird. Wenn Sie hier ein bisschen üben möchten, würde ich Ihnen empfehlen, das Video kurz zu stoppen und selbst mal gucken, was da noch für Aminosäure so kommen. Wenn nicht, habe ich das hier mal zusammengefasst. Also das ist jetzt diese Aminosäuresequenz, die durch die DNA vorgegeben ist. Und wenn wir so Aminosäuren hintereinander oder nebeneinander gestellt sehen, dann sprechen wir auch von der Primärstruktur eines Proteins. Aminosäuren sind die Bestandteile von Proteinen. Und wenn die sich erstmal zusammengelagert haben, können die halt ganz andere Formen annehmen. Das heißt, in diesem Beispiel würden Sie links diesen Faden sehen, das ist quasi die Aufeinanderfolge der Aminosäuren, und rechts das, was dann räumlich daraus entsteht, durch Wechselwirkungen der verschiedenen Aminosäuren. So, und was hat das jetzt mit den Substitutionen oder Punktmutationen auf sich? Ich würde es mal so machen, dass ich jeweils eine Base austausche, einmal die dritte, einmal die zweite und einmal die erste Base des Triplets, und wir gucken uns an, welchen Einfluss das letztlich auf das Protein nimmt. Im ersten Fall haben wir jetzt ein T, was initial da war, gegen ein A ersetzt. Und wenn wir jetzt gucken, A, T, A, es ist wieder Isoleucin oder I. Das heißt, in diesem Fall hat die Mutation mit relativ großer Wahrscheinlichkeit keinen Einfluss auf das Protein. Es ist eine sogenannte stille Mutation. Man sieht dem Protein nicht an, dass da was mutiert ist. Wenn Sie sich jetzt nochmal den genetischen Code genauer angucken, dann sehen Sie, dass diese dritte Position, also der dritte Buchstabe des Triplets, dass der relativ variabel sein kann. Also in dem Sinne von, da gibt es Redundanz. Wenn wir einfach mal hier nach dem Glycin gucken, da ist es egal, welche Aminosäure den letzten dritten Part des Triplets bildet. Es ist dann immer die gleiche Aminosäure, die daraus entsteht. Es ist nämlich so, wir haben 21 wichtige Aminosäuren, die es zu synthetisieren gilt. Mit der Triplet-Struktur und 4 verschiedenen Basen, möchte ich Ihnen jetzt gar nicht groß vorrechnen, haben wir eigentlich 4 hoch 3 Kombinationsmöglichkeiten. Also theoretisch könnte der genetische
genetische Code auch für 64 Aminosäuren kodieren, tut er aber nicht. Ist eine gewisse Redundanz an der dritten Base gegeben. Hier machen die Mutationen nicht so viel aus oder haben einen nicht so großen Einfluss. Gucken wir uns an, was passiert, wenn die zweite Base mutiert oder ausgetauscht ist. Dann haben wir also A, C, hier dann wieder egal was, C. Wir kommen zum Threonin. Das heißt, hier ist es schon so, dass wir durch die Mutation eine ganz andere Aminosäure haben. Und auch hierzu sehen Sie im genetischen Code, das ist wirklich in Stein gemeißelt. Wenn an der zweiten Basenposition eines Triplets eine Mutation auftritt, kommt es immer zu einer Änderung der Aminosäure und last but not least natürlich auch, wenn die erste Base betroffen ist. Ist das jetzt schlimm oder nicht? Dazu muss man die Aminosäure ein bisschen genauer kennen. Und das habe ich mal bewusst klein und schwarz-weiß gehalten. Das sollen Sie jetzt bloß nicht zu genau nachvollziehen. Hier möchte ich Ihnen nur zeigen, dass verschiedene Aminosäuren verschiedene chemische Eigenschaften haben und diese Eigenschaften natürlich Einfluss nehmen können auf das Zusammenfalten des Proteins, wie wir es vorhin gesehen haben. Wichtig ist auch, es gibt sogenannte Stoppcodons. Das heißt, wenn es Mutationen gibt, die diese betreffen oder die dazu führen, dass ein Stoppcodon entsteht, muss man davon ausgehen, dass das Protein, was daraus gebildet wird, nicht mehr komplett funktionell ist. Wenn so ein Stoppcodon relativ am Anfang des Gens vorkommt, hat das einen größeren Ausfall des Proteins zur Folge. Wenn das relativ weit hinten im Gen vorkommt, kann das sein, dass die funktionellen Eigenschaften des Proteins gar nicht gestört sind. Kommen wir jetzt aber mal zu den Indels, zu den Insertionen und Deletionen. Und hierbei ist es wichtig, dass man da auch die Fachnomenklatur kennt. Bei dieser Aufeinanderfolge von den verschiedenen Aminosäuren, gegeben durch die verschiedenen Basentriplets, sprechen wir auch von einem Leseraster oder neudeutsch Frame. Nehmen wir jetzt einmal an, wir haben ein Basentriplet, was wir zwischen den ersten beiden Aminosäuren, zwischen V und den M einbauen, dann sähe das in etwa so aus. Sie sehen, es ist eine Aminosäure mehr im Protein, aber die Aufeinanderfolge der Aminosäuren ist ansonsten die gleiche. Man spricht in solchen Fällen auch von den In-Frame-Insertionen. Der Frame hat sich nicht groß geändert, es ist halt nur etwas dazwischen geschaltet worden. Und In-Frame-Insertionen können natürlich vorkommen, wenn man 3 oder Mehrfaches von 3 Aminosäuren einbaut. Und, das ist wichtig, dass zwischen den verschiedenen Triplets geschieht. Ich würde jetzt mal das ATT und das ATG rausnehmen, also 6 Basen quasi löschen. Dann haben wir eine In-Frame Deletion. Dann fehlen uns in diesem Fall 2 Aminosäuren, aber auch hier ist das Leseraster davon relativ unbeeindruckt. Wie sieht es aber jetzt aus, wenn ich zwischen dem GTT, dem gelben, und dem CTT, dem grünen, nicht ein ganzes Triplet schalte, sondern zum Beispiel nur 2 Basen einbaue und vielleicht an anderer Stelle, vielleicht beim AAA, also bei dem bläulichen Teil, und dem GCG, dem letzten gelblichen Teil, jeweils eine Base wegknabbere. Das hieße in diesem Fall, wir haben beides. Wir haben das GA als Insertion und wir haben das AG als Deletion, und das bezeichnen wir in der Regel als Indels. Das kommt sehr häufig zusammen vor, dass sowas passiert. Wichtig ist hier aber, dass es dazu kommen kann, dass der Leseraster komplett verschoben ist. Neudeutsch, ein Frame-Shift stattfindet. Und das kann natürlich schon extreme Auswirkungen auf das Protein haben, wenn eine komplett andere Aminosäurezusammensetzung entsteht. Wir hatten gesagt, sowas kann aktivierend wirken, sowas kann aber natürlich auch inaktivierend wirken. Letztlich müssen wir uns immer so ein bisschen behelfen, dass wir uns die verschiedenen Aminosäuren angucken. Sind die von unterschiedlicher chemischer Qualität sozusagen, wenn da eine Mutation stattfindet? Sind wir in-Frame oder kam es zu einem Frame-Shift? Das sind so ein bisschen die Sachen, auf die wir zu achten haben.